Splinter Cell kehrt endlich zurück und das in Form eines komplett neu aufgesetzten Remakes. Zum 20-jährigen Jubiläum von Splinter Cell haben die Entwickler uns wirklich vielversprechende Infos und Bilder gegeben und die wichtigsten davon bekommt ihr heute hier in diesem Video. Es war in den letzten Monaten ziemlich ruhig um Splinter Cell. Das Splinter Cell VR-Game wurde eingestampft, zur Netflix-Serie wurde auch nichts mehr gezeigt, doch nun meldet sich das Team rund um Splinter Cell zurück. Zum 20-jährigen Jubiläum von Splinter Cell bekamen wir eine kleine Talkrunde mit den Entwicklern vom zukünftigen Splinter Cell Game spendiert. Sie haben sich zu Beginn über die Meilensteine unterhalten, die Splinter Cell erreicht hat und die dazu geführt haben, dass Sam Fisher den Ruf hat, den er eben nur mal hat in der Gaming-Welt. Die wirklich interessanten Punkte wurden dann eher im zweiten Teil des Videos gezeigt. Neben nicen Artworks zu den Spielen haben die Entwickler uns auch klar gemacht, an was sie arbeiten und arbeiten wollen. Für alle, die jetzt ein spezielles Thema wissen wollen, checkt mal die Timeline ab, da habe ich Stamps reingeklatscht, könnt ihr also vorspulen, wenn ihr ein bestimmtes Thema hören oder sehen wollt. Aber lasst uns jetzt anfangen mit dem ersten Punkt, nämlich der Performance. Die verbesserte Performance, die verändert einiges. Vor allen Dingen die verschiedenen Verhaltensarten der KI. Hierbei als Beispiel ist es natürlich klar, dass Sam Fisher sich als Elitesoldat anders verhält, zum Beispiel Räume anders betritt, als wie zum Beispiel ein ganz normaler Wachmann, der nicht so eine gute Ausbildung hat wie Sam Fisher. Das Ganze gilt natürlich dann auch für alle anderen Verhaltensarten der KI, die durch die verbesserte Performance, durch die verbesserte Rechenleistung einfach auch an sich verbessert wird. Bedeutet also, das Erlebnis von uns und der KI wird deutlich immersiver sein. Das Ganze wird dann unterstützt durch natürlich die Snowdrop Engine, denn Raytracing-Lichteffekte werden dort auch vorhanden sein, das wurde gesagt. Dabei wird sicherlich die überarbeitete Variante verwendet werden von der Snowdrop Engine, die auch im kommenden Avatar-Game und im kommenden Star Wars-Game von Massive Entertainment verwendet wird. Raytracing natürlich soll dabei genutzt werden, um eben realistischere Lichtbrechungen in Splinter Cell darstellen zu können, um somit halt noch immersiveres Gefühl entstehen zu lassen. Als Beispiel, du siehst zum Beispiel die Reflexion eines Gegners im Auto oder in einer Pfütze. Und natürlich, das Ganze kann auch umgekehrt sein. Der Gegner sieht dich in einer Pfütze. Das heißt also, du musst nochmal viel intensiver nachdenken. Es ist viel immersiver und dasselbe gilt natürlich auch für Lichtbrechungen. Und gerade bei Splinter Cell, was ja in der Vergangenheit extrem gut mit Licht gearbeitet hat, ist es hier umso wichtiger natürlich dann eine nice Engine zu haben, die Raytracing auch dann mit unterstützt. Das Visuelle alleine reicht natürlich nicht in einem Splinter Cell Game, sondern auch die Geräuschkulisse ist sehr wichtig. Die Geräuschkulisse war auch in den vorherigen Teilen in Splinter Cell immer wichtig und wird hier einen Schritt weitergetragen. Durch die verbesserte Performance können sie die Geräusche noch besser simulieren. Geräusche werden zum Beispiel von verschiedenen Materialien in der Umgebung unterschiedlich absorbiert. Eine Holzwand, eine Betonwand, eine Stahlwand. Da geht der Sound einfacher und mal schwerer durch. Sound bewegt sich auch unter anderem dank der neuen Engine durch Fenster in deine Richtung, sodass du deinen möglichen Gegner schon frühzeitig hören kannst, ohne ihn zu sehen. Und das macht das Ganze schon wirklich immersiv. Das heißt, wenn du zu laut bist, dann hört dich der Gegner natürlich auch frühzeitig. Ihr seht es also, hier wurde extrem viel Wert auf die Umgebung und die KI gelegt. Und das KI-Verhalten wurde nochmal komplett überarbeitet. Hierbei muss ich aber vorab sagen, dass in diesem Talk, in dieser Runde, auch viel mit den alten Games verglichen wurde. Mittlerweile ist das Verhalten der KI in den aktuellsten Spielen, in den meisten Fällen zumindest, sehr gut im Vergleich natürlich zu der Vergangenheit oder zu den vergangenen Splinter Cell Spielen. Dennoch geben uns die Entwickler sehr gute Hinweise, in welche Richtung das neue Splinter Cell Spiel gehen wird und ich finde diese Richtung extrem gut. Das Verhalten der KI soll im nächsten Splinter Cell Game grundlegend verändert werden. Wie reagiert die KI, was hört die KI und was sieht die KI? Ja, und da wurden schon auch einige Dinge genannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es selbstbewusste, ängstliche, aggressive KI geben wird. KI, die Tagträumer sind und quasi, euch gar nicht realisieren. Aber auch KI, die vielleicht sehr aufmerksam ist und selbst in der Dunkelheit euch gut hören und erkennen kann. Das heißt also, wir haben zum Beispiel in einer Mission verschiedene Arten von KI und dadurch alleine ist die Mission schon viel abwechslungsreicher, weil wir immer und immer wieder unsere Art und Weise, wie wir uns dort bewegen, verändern müssen. Bei Hitman zum Beispiel habe ich immer das Problem, dass die KI irgendwann gelesen ist. Man weiß, wie sie sich bewegt, man weiß, wie sie sich verhält und ich denke und hoffe, dass das eben beim Splinter Cell Remake ein wenig anders sein wird.
Das Gespräch klang natürlich vielversprechend und die Entwickler wollen uns da, so klang es zumindest, auf jeden Fall was Gutes tun. Wenn ihr mir was Gutes tun könnt und dieses Video cool fandet, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen. Vielen lieben Dank für diesen Support. Achso, und wenn ihr mehr Splinter Cell Stuff sehen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Von der Geräuschkulisse geht's rüber zu den Animationen, denn was ist wichtiger als ein Agenten, der gut aussieht beim Schleichen? Nein, also Spaß beiseite, es wird ein riesiger Fokuspunkt sein, die Animation perfekt zu halten. Wie Sam Fisher sich zum Beispiel bewegt, wie er schleicht, wie er den Gegner ausnockt oder wie er den Gegner befragt. Und dann auch der Gegner an sich. Wie schaut der Gegner, wenn er befragt wird, wenn er quasi hier in Schwitzkasten genommen wird von Sam Fisher? Wie sieht sein Gesicht aus? All diese Sachen sind in einem wichtigen Fokus, das haben die Entwickler in diesem Gespräch geäußert. Und gerade die Gesichtszüge sind so unglaublich wichtig für die Emotion und dieses immersive Gefühl. Wenn ihr den Hogwarts Legacy Showcase gesehen habt vor kurzem, dann habt ihr wahrscheinlich diese Gesichtsanimation gesehen von den Figuren in den Dialogen und die sahen auf jeden Fall schrecklich aus und da hat Hogwarts Legacy auch einen heftigen Shitstorm für kassiert. Das Hogwarts Legacy Team wird daran sicherlich nicht sterben, sie werden das sicherlich besser machen. Allerdings ist Sterben ein gutes Stichwort. Denn in den vergangenen Splinter Cell Games gab es ab und zu Missionen, wo du Gegner nicht ausschalten durftest. Das heißt, in einer Mission durftest du niemanden ausschalten, nur ausnocken oder halt dann ablenken. Und für das nächste Splinter Cell Game, was ich ziemlich heftig finde, möchten die Entwickler das so kreieren oder organisieren, dass es eben möglich ist, vom Beginn des Spiels bis zum Ende das durchzuspielen, ohne dass du jemanden ausschalten musst. Und das fände ich schon ziemlich krass. Wenn man beim Ausschalten von einem Gegner mal erwischt wurde in Splinter Cell, dann gab es diesen Alarm in 3 Stufen. Und bei der 3. Stufe, da war das Game vorbei, die Mission wurde abgebrochen. Beim nächsten Splinter Cell möchten sie das Ganze ein wenig runterfahren und mehr Möglichkeiten bieten, das Ganze sogar zu deeskalieren. Ich kann mir dabei vorstellen, dass die spezifischen Gegner ausgeschaltet werden können, bevor sie den Alarm aktivieren, dass wir eine Ablenkung setzen können oder ähnliches. Was sind eure Möglichkeiten, um das Ganze zu deeskalieren, wenn mal der Alarm angegangen ist? Schreibt die gerne mal in die Kommentare. Natürlich sollte das Ganze nicht passieren, denn wir sind Sam Fisher und haben unsere Werkzeuge, um uns gut zu verteidigen. Das ist nämlich auch der nächste Punkt, die Tools. Ihr alle kennt das wahrscheinlich von anderen Stealth-Games, wie zum Beispiel Hitman oder natürlich Splinter Cell, klar, dass es immer so einen Moment gibt, dass ihr diesen Druck verspürt, wenn der Gegner kurz davor ist, euch zu entdecken. Und dieses Gefühl möchte das Team von Ubisoft Toronto weiter aufrechterhalten. Dabei werden Situationen entstehen, wo wir gezwungen sind, die Tools, die Sam Fisher als Elitesoldat hat, zu nutzen. Zum Beispiel unter Türen in den nächsten Räumen zu schauen, um die Ecke zu gucken, Terminals zu hacken. Da wird es sicherlich noch eine Menge Möglichkeiten geben, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe. Das Tolle ist jedoch, dass dieses Game von Grund auf neu entwickelt wird. Es ist keine polierte Version, es ist keine portierte Version, es wird komplett neu entwickelt. Die Aussage von den Entwicklern war es, ein Top-Tier-Remake zu kreieren und die Qualität, soweit es geht, zu pushen. Denn es wird nicht nur ein Remake sein, sondern auch der Beginn einer neuen Ära von Splinter Cell. Sie wollen, um es mal zu zitieren, sie wollen eine gute Basis für dieses Franchise setzen. Der Kern der Geschichte und die Erfahrungen, die man aus den vergangenen Spielen gesammelt hat, wird bestehen bleiben und das ist auch schon mal ein gutes Zeichen und eine gute Aussage. Sie schauen sich natürlich neue Innovationen an, die es momentan aktuell auf dem Markt gibt, denken aber natürlich auch an die Features aus den anderen Splinter Cell Teilen. Und wann können wir dieses Spiel erwarten? Naja, so klar ist es noch nicht. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Es ist nämlich in einer frühen Entwicklungsphase, wo es noch um Prototypen geht. Sie wollen nichts überstürzen und das Game, ich zitiere, nailen. Und mit einem Satz haben sie das Ganze ziemlich cool beendet. And we will be going dark for a little while so we can focus on making the absolute best game possible. Sie werden genau wie Sam Fisher in die Dunkelheit gehen, um am Spiel zu arbeiten. Ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden, sollten wir mehr erfahren. In der Zwischenzeit könnt ihr ja, wenn ihr möchtet, den kommenden Blockbuster von Ubisoft euch mal anschauen, nämlich Assassin's Creed Mirage. Ich habe dazu hier auch ein paar Videos. Dann bis Splinter Cell dauert das Ganze ja noch ein bisschen. Sonst bedanke ich mich bei euch und wünsche euch einen schönen Tag und ja, viel Spaß beim Zocken.